die sehr gerne gekommen, weil das eine Thematik ist, die uns beide immer wieder beschäftigt und wir von vieles schon erledigt haben, jeder auf seinen Teil und sozusagen man ergänzt. Zu meiner beruflichen Tätigkeit, und ich bin schon seit 12 Jahren Präsident der Oberösterreichischen Ärztekammer, bin in die Ärztekammer gekommen und habe mich immer mit dem Thema Weiterbildung, Fortbildung und Ausbildung beschäftigt. Im Endeffekt war die letzten 10 Jahre verantwortlich für die Erstellung der neuen Curricula, also Ausbildungscurricula von den Fachärztinnen und Fachärzten und von den Ärzten für Allgemeinmedizin, und in der Akademie der Ärzte geht es um ärztliche Fortbildung. Ja, das ist so das, was man immer glaubt von den Ärztinnen und Ärzten, wenn sie sozusagen Fortbildung machen. Ist die Fortbildung auf einem Traumschiff ein Traum oder eine Wirklichkeit? Ich glaube, da hat sich auch unser Stand vollständig geändert. Wie ich in die Medizin eingestiegen bin, war das vielleicht in manchen Fällen nur ein Punkt, wo es wirklich so war. Im Endeffekt braucht man gar nicht darüber diskutieren, aber es hat sich hier vieles geändert, weil hier eine Transparenz und eine genaue Situation und Bewertung der Fortbildung, der ärztlichen Fortbildung notwendig ist. Und wir haben hier 2002 dazu eine Organisationeinheit gegründet in der Österreichischen Ärztekammer. Das ist die Akademie der Ärzte, das ist eine 100%ige Tochter der Österreichischen Ärztekammer, die ist eine Bildungsplattform und Serviceeinrichtung der ÖK und eine gemeinnützige GmbH, der ich 6 Jahre mittlerweile vorstehen darf. Was sind unsere Hauptaufgaben? Arztprüfungen zu organisieren. Jeder Arzt, der sozusagen seine praktische Ausbildung im Spital macht, muss am Ende seiner praktischen Ausbildung im Spital eine Prüfung ablegen. Das ist unser Part, den wir in der Akademie ablegen, den wir in der Akademie bedienen. Alle Ärzte und Ärzte, die aus nicht deutschsprachigen EU-Ländern oder anderen Ländern kommen, müssen bei uns eine Deutschprüfung ablegen. Das ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, bevor sie in die Ärzteliste eingetragen werden können, weil ich glaube, gerade die Sprache für die Ärzte und Ärzte ein sehr wichtiger Punkt ist, mit den Patientinnen und Patienten zu kommunizieren. Wenn man sich vorstellt, dass ein Wiener manchmal Schwierigkeiten hat, den Vorarlberger zu verstehen. Dann der andere Punkt ist der, dass man das Diplom-Fortbildungsprogramm, und auf das werde ich mich heute besonders beziehen, das ist unser Fortbildungsprogramm, wie wir Ärzte fortbilden. Wir müssen also vom Ärztegesetz her uns fortbilden, sozusagen am aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft sein, und für diese Systematik haben wir das sogenannte Diplom-Fortbildungsprogramm entwickelt. Also ich muss alle 3 Jahre 150 Punkte, in Zukunft 250 Punkte alle 5 Jahre nachweisen, und hier haben wir eine transparente und wirklich auf den Punkt gebrachte Fortbildungsprogramme entwickelt, und das möchte ich Ihnen zeigen, wie wir das abbilden. Wir machen selbst Fortbildungsangebote, dann haben wir ÖK-Diplom oder Zertifikate, das ist zum Beispiel Akupunktur, das ist verschiedene andere Dinge, die wir zusätzlich den Kolleginnen und Kollegen anbieten. Was ist im Diplom-Fortbildungsprogramm? Wo sind die Interaktionsgruppen? Das sind die Ärztinnen und Ärzte, das sind die Fortbildungsanbieter, und das ist der sehr sensible Punkt der Sponsoren und weitere, die in diesem System mitarbeiten. Das sind die DFB-Apparaturen, das erkläre ich noch, was die in diesem System zu tun haben. Also dieses Diplom-Fortbildungsprogramm ist eine Verordnung der Österreichischen Ärztekammer, die vom Ministerium sozusagen im Prinzip zu bewilligen ist, und diese Verordnung, in dieser Verordnung steht drinnen, wie strukturierte, transparente Fortbildung in der Ärzteschaft in Österreich abgewickelt werden soll. Es geht da drinnen um die Glaubhaftmachung. Glaubhaftmachung heißt, dass was beweisen muss. Der Gesetzgeber hat vor 5 Jahren gesagt, liebe Ärzte, es ist zwar lustig, dass ihr euch im Gesetz drinnen steht, fortbilden müsst, dass ihr euch freiwillig dieses Diplom-Fortbildungsprogramm auferlegt, aber eigentlich müsst ihr beweisen, dass ihr das tut, im Sinne der Patientinnen und Patienten. Und wir müssen jetzt alle 3 Jahre beweisen, der Akademie der Österreichischen Ärztekammer als Einzelarzt, dass wir uns in 3 Jahren oder in 5 Jahren mit 250 Fortbildungsstunden, das wird im Punktium gearbeitet, sozusagen fortgebildet haben. Und wer das nicht macht, wird der Disziplinarsenat der Landesärztekammer bzw. der Österreichischen Ärztekammer überantwortet, und es kann bis hin zum Berufsentzug gehen. Grenzt ab DFB, anerkannte Fortbildung von anderen Angeboten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und gewährleistet Qualitätssicherung für DFB-Fortbildungsangebote. Wer nachschauen will, in diese DFB-Verordnung einsteigen, das ist die Homepage-Adresse darunter.
Wie wirkt das DFB zusammen? Die DFB-Fortbildung, das sind also Veranstaltungen, Fortbildungen, die von uns in ihrer Qualität und auch in ihrem Verhältnis zu den Sponsoren überprüft werden und evaluiert werden. Der Fortbildungsanbieter stellt eine Fortbildung sozusagen zur Verfügung. Er kooperiert mit Sponsoren, auf das gehe ich dann noch ein. Der Arzt absolviert diese zertifizierte Fortbildung sozusagen und die Akademie ist die Institution, die hinter dieser Fortbildung als Qualitätssicherung steht. Gut, wer darf Anbieter sein in diesem System? Das haben wir ganz klar und deutlich festgelegt, wer in diesem System dieser DFB-approvierten Fortbildung sozusagen hier anbieten darf. Das sind wissenschaftliche Gesellschaften, also jede Fachgruppe der wissenschaftlichen Gesellschaft, wo sich Professoren, andere zusammensetzen und sozusagen über dem Fach als Hüter drüber stehen, wie sie dieses Fachgebiet, also medizinische Universitäten, Universitätskliniken, Abteilungen von Instituten und bettenführenden Krankenanstalten, weitere Organisationen, die im Bildungsbereich nachweislich regelmäßig professionelle Fortbildungen organisieren. Das können Vereine, Bildungsinstitutionen sein und wir in der Ärztekammer in Oberösterreich haben die Medizinische Akademie, die sich auch hier sehr um diese Thematiken kümmert. Wer darf es nicht sein? Einzelpersonen. Das ist ganz klar. Einzelpersonen können eine Fortbildung über mich einreichen. Das DFB-Approbator der Oberösterreichischen Ärztekammer. Da kontrolliere ich, ob die Voraussetzungen sind. Gruppenpraxen, Krankenanstalten, selbstständiger Form des Ambulatoriums. Und wichtig, es können keine Unternehmen sein, die Medizinprodukte anbieten, die Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel herstellen oder vertreiben. Das können keine Fortbildungsanbieter an sich sein. Die Anerkennung wird im Rahmen der Registrierungsanfragen geprüft. Und wie das dann vorgeht, das zeige ich Ihnen. Wie schaut die Qualitätssicherung aus? Da gibt es den Begriff die Approbation, Begutachtung einer Fortbildungsveranstaltung zur Anrechenbarkeit für das DFB-Diplom. Ich werde Ihnen das dann zeigen. Und die Akkreditierung, das heißt, eine Institution wie ein Krankenhaus, wie eine Abteilung kann sozusagen ein akkreditierter Fortbildungsveranstalter sein, indem man diesen Veranstalter überprüft, ob er die Qualitätskriterien erfüllt und dann kann er von sich aus selbst solche Einzelveranstaltungen in das Netz hineinstellen. Wie geht es? Es will einer, der ich genannt habe, zum Beispiel eine Fortbildungsinstitution oder ein Fortbildungsverein organisiert eine Fortbildungsveranstaltung und möchte für diese Fortbildungsveranstaltung DFB-Punkte bekommen. Das heißt, dass diese Veranstaltung in Stunden umgerechnet wird, dass man 3 Stunden oder ein bisschen weniger sind, das heißt 45 Minuten ist ein Fortbildungspunkt sozusagen. Wenn man 1,5 Stunden sozusagen Fortbildung macht, also strukturiert, dann bekommt man 2 Punkte. Und diese 2 Punkte möchte er haben, dass die Kolleginnen und Kollegen dorthin gehen, weil sie sollten nur dorthin gehen, wo dieses DFB-Akkreditierung drauf ist, weil das sind die Punkte, die sie brauchen, um nachweisen zu können. Dann steht das geht alles per EDV, das zeige ich Ihnen dann kurz noch, Registrierung des Fortbildungsanbieters und die Prüfung der DFB-Konformität. Und das schaut so aus, dieser Antrag eingespeist wird in das Netz. Dort wird dieser Antrag einem Approbator zugespielt. Das ist meist der sich in diesem Fach auskennt. Ja. Die werden der Veranstaltung für Pathologie einem Internisten sozusagen zur Approbation, also zur Überprüfung zuschicken, weil der die Professoren dort nicht weiß, der weiß auch nicht, ob die Inhalte dort passen. Das ist ein Mann oder eine Frau, die sich in dieser Fachgruppe gut auskennt, die weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dahinter stehen und vom Thema sich sozusagen auskennen. Da wird dann auch überprüft, und das zeige ich Ihnen noch, wie weit Sponsoring dahinter ist, da zeige ich Ihnen dann noch einige Fälle und wie weit sozusagen hier eine vom Vortragenden sozusagen unter Umständen mit Pharmafirmen ein vertraglicher oder Arbeitsvertrag besteht, weil er für diese Pharmafirma oder für diesen Sponsor, der hier sponsert, sozusagen irgendwelche Tätigkeiten, Forschung oder sonst irgendwas so. Wenn sozusagen hier erstens mit diese fachliche Qualität vom Approbator festgestellt wird und auch auf Basis der Hinterlegungen klar und deutlich die Transparenz gesichert ist, welche Sponsoren, was gesponsert wird, ja, welches Verhältnis es vom Vortragenden zur
Firma gibt, dann wird das sozusagen noch einmal überprüft und dann wird diese DFB-Veranstaltung in unserem DFB-Kalender freigeschaltet. Akkreditierung ist etwas anderes, da wird eine Institution wie eine Abteilung oder ein Krankenhaus sagt, schaut her, ich mache so viel Fortbildung im Endeffekt, ich möchte nicht bei jeder einzelnen Fortbildung sozusagen diesen Weg gehen, sondern ich bin ein qualifizierter Veranstalter von Fortbildungen, ich halte mich an die Regeln, die es in der DFB-Ordnung festgelegt ist und die werden dann überprüft und bekommen den Status eines akkreditierten Veranstalters, der dann selbst Einzelveranstaltungen auf Basis seiner Grundakkreditierung sozusagen in diesen DFB-Kalender hineinstellen kann. Es kommt zur Überprüfung der Voraussetzungen der Akkreditierung durch die österreichische Ärztekammer, durch den Akkreditierungsrat und den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer. Ich bin auch Vorsitzender dieses Akkreditierungsrates, der sich aus verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammensetzt, die sagen, okay, das ist ein qualitätsvoller Anbieter, der hält sich an die Regelungen des DFB-Systems. Und dann kann er Einzelveranstaltungen selbst in das Netz hineinstellen. Und wir haben, da kommt die Statistik zum Schluss, wir haben auf unserer Homepage, wo die Veranstaltungen angekündigt werden, heuer 23.000 Einzelveranstaltungen in dieser Art und Weise behandelt. Was sind die DFB-Inhalte? Da kommen wir später noch drauf. Sie müssen ärztliche Wissenschaft und Erfahrung gestaltet und an der Verbesserung der medizinischen Versorgung zum Wohl des Patienten orientiert sein. Sie müssen vorurteilsfrei und frei von wirtschaftlichem Interesse sein, müssen natürlich auch der medizinischen Didaktik genügen. Ganz, ganz wichtig, es muss ein ärztlicher Verantwortlicher dahinter stecken, ja, der für den Inhalt, für das, was dort vorgetragen wird, die Verantwortung trägt, die medizinische Verantwortung trägt. Es braucht einfach einen Verantwortlichen. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen in der Zeit. Erfassung der Fortbildung im DFB-Kalender mit einer verpflichteten Programm ab 3 Punkten. Wir haben am Anfang gelernt, dass sozusagen manchmal 4 Punkte, eine größere Veranstaltung sozusagen approbiert wurde, von der Sponsor klar und deutlich genannt wurde, wie das Programm gedruckt wurde, da manchmal vielleicht die Tonalität und die Wertigkeit des Sponsors gegenüber der Veranstaltung des Inhalts ein bisschen verschoben war. Ja. Jetzt haben wir gesagt, 3 Punkte, die zu beantragen sind, muss, bevor diese Veranstaltung DFB approbiert werden soll, das vollständige Programm in Druckform vorliegen. Dass wir sehen, wie das ausschaut und ob dieses Programm, und ich zeige noch Programme, wie sie ausschauen sollen, unseren Richtlinien entspricht, also das Interesse des Sponsors nicht überwiegt gegenüber dem Inhalt des Programms. Wichtig, funktioniert nicht, noch immer noch nicht ganz genau, das muss man auch ganz genau sagen, da braucht es auch einen Prozess in der Ärzteschaft, wobei man sieht es einmal so, glaube ich, schon ganz gut sind. Es war vor 5 Jahren noch nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir halten da wirklich sehr, sehr drauf, dass jeder am Anfang seines Vortrages ganz klar und deutlich festlegt, seine persönlichen und wirtschaftlichen Interessenskonflikte zum Thema des Vortrages und ob er sozusagen mit Sponsoren, die diese Veranstaltung Sponsoring betreiben, irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen. Du musst ganz klar deutlich sagen, das ist nichts Schlimmes, dass Ärzte und Ärzte mit Pharmafirmen, mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Es kann nie ein medikamentöser Fortschritt entwickelt werden, wenn nicht Ärzteschaft und Pharmaindustrie hier zusammenarbeitet. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, um hier einen medizinischen Fortschritt sozusagen voranzutreiben auf dieser Basis. Das ist aber natürlich ganz klar, das muss auch die Bevölkerung, sollte es wissen, da sage ich Ihnen das auch nicht, wie das funktioniert, und das sollte auch die Ärzteschaft wissen, wer sozusagen hier zusammenarbeitet, um sich ein Bild zu machen. Weil ich glaube, man wird natürlich immer wieder beeinflusst, das wird jeder beim ersten Stunde, wenn er aufsteht, beeinflusst von seinen Kindern, von seiner Frau, von seinem Partner. Im Endeffekt nur muss wissen, wie er mit dieser Beeinflussung umgeht, und darum ist es ganz, ganz wichtig, diesen Interessenskonflikt darzustellen. Dann ist ganz, ganz wichtig die Erhaltung der Vorgaben bezüglich Sponsoring, Skript und Handouts für die Teilnehmer. Die müssen sich klar von klaren Regelungen, die wir ausgeschaut haben. Und wichtig ist auch, dass dann die Punkte elektronisch gebucht werden. Ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen, wenn eine Fortbildung angelegt wird, poppt das auf, und da gibt es ganz
ganz genaue Felder, die man sozusagen ausfüllen muss. Ohne diese Felder auszufüllen, kann man sozusagen eine Einzelveranstaltung nicht in unseren Kalender als TFB-abgeführte Veranstaltung einspeisen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, offenlegende Interessenskonflikte. Es bestehen keine potenziellen Interessenskonflikte, es gibt folgende Interessenskonflikte. Wir schauen schon manchmal drauf, wenn einer schreibt, er hat keine Interessenskonflikte, ob das in dieser Art und Weise immer so stimmt. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, und ich bin sehr, dass der das so hinschreibt, sozusagen, das der Wahrheit entspricht. Ich glaube, wenn man immer glaubt, der tut irgendwas verstecken und der kreuzt das nicht richtig an, dann wird man bei 23.000 Veranstaltungen langsam nie. Ich glaube, da muss man schon untereinander etwas Vertrauen haben. Wir machen stichwortliche Überprüfungen, ob das so in dieser Art und Weise stimmt, weil man sich ja ein bisschen untereinander kennt in der Sozietät im Endeffekt, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und dort finden Sie, unter dieser Adresse finden Sie alle Fortbildungsveranstaltungen in Österreich, die sozusagen in dieser Systematik sozusagen als qualitätsgesicherte, transparente Veranstaltungen in Österreich ablaufen, und nur für diese Veranstaltungen, die dort drinnen sind, im Endeffekt und DFB abgeführt sind, bekommt er sozusagen seine Fortbildungspunkte, die er dann alle 3 Jahre sozusagen gegenüber dem Gesetzgeber darstellen muss, dass er sich in dieser Art und Weise sozusagen fortgebildet hat. Dann steht da, das ist die zweite, das geht um Sponsoren, und da sehen Sie um Lectureboard, Anmeldung, Inhalte, Kontakte, Vortrag über Gebühren, Fächer und so weiter und so fort. Das ist da alles drinnen im Endeffekt. Eine ganz, ganz wichtige Frage ist natürlich, gibt es Sponsoring? Sozusagen, ich möchte einen Sponsor anlegen, meine Fortbildung wird nicht gesponsert, im Endeffekt ist der Sponsorname drauf, Informationen, was hier sozusagen gesponsert wird im Endeffekt. Das ist auch ein Pflichtfeld, das man ausfüllen muss, um klar und deutlich transparent zu machen, dann auch für den, der dort hineinschaut, welche Veranstaltung ist, wer der Vortragende ist, welches Sponsoring dahinter steckt. Das ist möglich, wenn die Grundsätze der Verordnung eingehalten werden, und da das nur einmal zu wiederholen, das Sponsoring muss transparent sein. Ja? Auch auf den Einladungen darf der Sponsor nicht sozusagen das Vorwiegende sein, wenn man da diese Einladung aufmacht, dass sozusagen irgendeine Pharmafirma drauf ist und die Überschrift für die Veranstaltung ganz klein, sondern das muss im entsprechenden Verhältnis sein, dass man weiß, okay, der ist zwar Sponsor, aber er hat hier nicht mehr zu tun im Endeffekt. Ja. Da haben wir eben klare Vorgaben, wie die Werbung auszuschauen hat, wie die Programme auszuschauen haben, wie die Einladungen gestaltet sein müssen. Es muss natürlich auch hier der Interessenskonflikt, das ist für mich ganz wichtig, das hat sich jetzt bei der letzten Veranstaltung einer gesagt, naja, macht das nicht, dass ein Interessenskonflikt eben offenlegt, dann habe ich gesagt, dann wirst du nicht vortragen auf diese Veranstaltung. Das ist ganz einfach, und man sollte das auch, werden wir immer wieder in dieser Art und Weise machen. Wir hätten natürlich nichts machen können, wenn man das nicht vorher gesagt hätte, und der sich da hingestellt hat und nichts gesagt, dann war er halt bei der nächsten Veranstaltung nicht dabei gewesen, aber er hat man es halt vorher gesagt, und dann habe ich ihm gleich gesagt, diese 10 Minuten kannst du dir sparen. Und da geht es halt darum, wie schaut es mit den kommerziellen unterstützten Rahmenprogrammen aus, zu der Kreuzfahrt sozusagen, die man da vorhin gesehen hat. Ich gestehe ganz klar und deutlich zu, das braucht man gar nicht negieren, dass es früher natürlich einen Missbrauch in manchen Bereichen gegeben hat. Da hat es Probleme gegeben, wo man halt auch auf Kosten der Pharmafirmen sich seine Frau mitgenommen hat oder sonstige Sachen, und das hat es gegeben, da braucht man gar nicht darüber diskutieren. Das war einfach eine andere Zeit, das war damals gar nicht einmal böse in der Gesellschaft, sondern das ist halt so akzeptiert worden. Da haben sich natürlich jetzt die Rahmenbedingungen geändert und auch das Bedürfnis der Transparenz für die Menschen draußen, das ist ganz klar. Rahmenprogramm kann sein Kontaktpflege, Team zur Kontaktpflege und Informationsaustausch, zeitlich mit dem Umfang nach der wissenschaftlichen Fortbildung untergeordnet und muss sich vom wissenschaftlichen Inhalt unmissverständlich abheben. Und ich komme dann noch. Wir haben einen Vertrag mit der FAMIG geschlossen. Die FAMIG hat sich einem Verhaltenskodex unterworfen. Dieser Verhaltenskodex wurde gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer besprochen. Wir haben diesen Verhaltenskodex, was die Ärzteschaft, was da drinnen betrifft, eben zugestimmt. Und da steht, ist so irgendwie sehr wichtig, Artikel 7. Hier wird geregelt die Übernahme von Kosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter die Ärzteschaft Tagesort.
internationale Veranstaltungen und Offenlegen von Interessenskonflikten. Und da steht drinnen, und da geht es darum, die Pharmafirmen dürfen nur dann Veranstaltungen sponsoren, die diesem Kodex entsprechen. Sozusagen würde eine Pharmafirma eine Veranstaltung sponsoren, die nicht diesem Kodex entsprechen würde, könnten die anderen Pharmafirmen sozusagen Klage erheben, warum die dort sind, und darum sind sie da eben sehr, sehr streng. Es treibt aber auch Blüten, angemessene Verpflegung, da gibt es eine Wertegrenze, das sind 70 €, glaube ich, inklusive halt, pro Mann. Ja. Natürlich darf da die Gattin, wenn sie auch zuhört bei dieser Veranstaltung, muss sie das selber zahlen im Endeffekt. Ja. Es geht um die Angemessenheit der Unterkünfte und Auswahl der Tagungsorte. Jetzt hat die Pharmaindustrie gesagt, okay, das ist mir sehr nicht ganz genau formuliert da drinnen. Jetzt haben sie sozusagen einen Unterartikel des Paragraph 7 gehabt, und da steht zum Beispiel drinnen, Essen darf keinen Erlebnischarakter haben. Ja. Was ist der Erlebnischarakter von einem Essen? Ist das, dass ein Mann oder eine Frau aus einer Torte herausspringt? Ist der Erlebnischarakter, dass es versalzen ist? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und wir haben halt auch darüber gestritten, diskutiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es darf in einem Hotel, darf ein schönes Hotel sein, aber kann auch ein Wellnesshotel sein, aber es darf dort keine zusätzliche Veranstaltung sozusagen sein. Ja, das habe ich gesagt, das ist aber dort, wenn am Mittwoch Musik dort aufspielt. Ist das ein Unterhaltungsprogramm von dem Dienst? Ja, dann haben sie gesagt, ja, wenn der dort am Mittwoch immer die Musik aufspielt, dann ist das in Ordnung, ja, wenn die Musik aber deswegen aufspielt, weil dort die Veranstaltung ist im Endeffekt, dann geht es nicht. Oder die Pharmik hat festgelegt, dass sozusagen unmittelbar nach einer solchen Veranstaltung kein Programm sein kann. Und da haben wir in Graz, da haben wir die Grazer Ärztetage, und da ist immer ein Konzert dort. Ja, das aber nicht die Pharmafirma sponsert, das die Ärzte sich selbst zahlen, die Ärztekammer damit sponsert, und jetzt wären uns fast dort die Pharmafirmen ausgestiegen, weil es sozusagen im Rahmen dieses Kongresses ein Konzert ist. Ja. Dort steht unmittelbar drinnen. Sie haben halt dieses unmittelbar nach der Veranstaltung mit 24 Stunden definiert. Ja, was sollen wir tun? Ja, es ist so, sie haben sich das auferlegt. Ich finde es, was früher, das muss ich auch von ehrlich sagen, was früher übertrieben wurde in der Einrichtung, ist vielleicht jetzt in der anderen Richtung aus meiner Sicht etwas anders wieder übertrieben worden, und ich glaube, da sollte man uns einmal dorthin bewegen, dass man dann auch vielleicht ein bisschen ein Mittelmaß finden, was passt. Oder zum Beispiel Impftag, der ist halt immer klassischerweise gewesen, wenn der Pharmazieball in Wien war im Endeffekt. Ja, zum Glück sind Wieneristen der Pharmik, sie haben eingesehen, dass es den Pharmazieball schon viel länger gibt als einen Impftag, ja, und bei einem Pharmazieball hätte man nicht abgeschafft. Wenn man einen Impftag verlegt, aber das bleibt sich manchmal auch nicht. Ja. Gut, Offenlegung ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Jeder, der sozusagen ein Sponsoring bekommt im Rahmen eines Vortrages, irgendwo auf einen hinschickt wird auf eine Fortbildung, wird am Ende des Jahres auf der Homepage sozusagen derjenigen Pharmafirma offengelegt. Das ist mir auch schon passiert, kein Problem nicht. Bei uns ist das so im Krankenhaus, da kommt die Pharmafirma, Pathologie, wir haben auch einige Dinge, wo wir mit Pharmafirmen zusammenarbeiten, die zahlen Geld sozusagen ins Haus und kommen dann zum Chef, schaut her, da war ein schöner Vortrag. Wir hätten gern, dass ein Pathologe aus diesem Team sozusagen jetzt zu diesem Vortrag fährt. Dann sagt der Chef, okay, das ist der Dr. Niedermoser. Der Dr. Niedermoser muss dann einen Antrag schreiben, sozusagen, das macht der Chef an die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung sagt dem Chef, okay, du schickst den Dr. Niedermoser dorthin. Ja, da bekomme ich die Preise bezahlt, also den Flug oder Zug, bekomme das Hotel bezahlt und bekomme die Teilnahmegebühren bezahlt. Und diese Leistungen, die ich bekommen habe, stehe ich am Ende des Tages sozusagen auf dieser Homepage der Pharmafirma, die mich eingeladen hat, wo jeder nachlesen kann, dass ich dort oben bin. Und da gibt es ja immer nur die Problematik des Datenschutzes. Man muss sich nicht sozusagen per Namen hier deklarieren, sondern es können akkreditierte Daten sein, dass die Pharmafirma sagt, okay, so und so viel habe ich ausgegeben, um Kolleginnen und Kollegen dorthin zu schicken. Ja. Derzeit ist es nur so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen eher das Anonyme bevorzugen, als wie vielleicht sich den Namen nennen zu lassen. Ich glaube, das wird sich auch mal entwickeln, weil es ist ja nichts Böses, dorthin geschickt zu werden und sich fortzubilden. Ich sage da Probleme nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem, das soll jeder wissen.
dass ich das und jenes gedrückt habe oder einen Vortrag gehalten habe, wo ich ein Geld dafür bekommen habe. Ich habe ja auch gearbeitet, das ist ja nicht so, dass ich nichts da habe, ja, oder dass ich mit Firmen, wo ich geforscht habe, mit denen keine Leistung erbracht habe und Leistung, die wird bezahlt. Und ist halt die Systematik in einem Land wie Österreich, wo der Leitkomplex regiert, halt so schwieriger, wenn man das tut. Und ich kenne, das war der Kollege aus der JQ eben offengelegt und dann hat es plötzlich Kassen in den Zeitungen, was hat er denn da getan? Er hat wirklich dafür gearbeitet, für das Geld, was er gekriegt hat, und es war nicht so, dass er dafür überbezahlt war. Drittmittelfinanzierung, das ist ganz klar und deutlich geregelt. Ist im Universitätsgesetz geregelt, was hier zu tun ist im Endeffekt. Was sind Drittmittel? Wir haben da das habe ich auch dargestellt, welche Mengen hier laufen. Und von der ersten, das ist der erste davon, das ist ganz Loftkürzung, das ist sehr schwierig. Das erste ist der VVF, das ist der Wissenschaftsfonds, das ist ein staatlicher Fonds, hier wird am meisten eingezahlt, dann eben Auftragsforschung von Unternehmen, von Pharmafirmen oder wie auch immer, sind 126,8 Millionen, Europäische Union und so etwas, und der letzte Fonds ist der Forschungsförderungsfonds, das ist HBW, eine staatliche Organisation, soweit mir bekannt ist, die also hier für die Forschung bezahlen. Natürlich dort wird geforscht im Auftrag von Unternehmen, das muss so sein, sonst gibt es keine Weiterentwicklung mehr, und da muss natürlich auch Transparenz sein, das ist mir auch ganz klar und aus meiner Sicht ja auch ganz wichtig. Zum Beispiel das darf nicht sein. Da steht oben Nexoprid Workshop. Das ist ein Medikament von einer Pharmafirma, das ist eine Produktschulung im Endeffekt und das ist keine Fortbildung, und da tragen auch Mitarbeiter des Pharmaunternehmens vor, das ist keine Fortbildung, die bei uns an DFB-Punkt trifft. Da kann es schon sein, dass Kolleginnen und Kollegen hingehen, aber das ist keine DFB-approbierte Fortbildung, die zählt dann nicht für die 250 Punkte, die Sie in 5 Jahren nachweisen müssen. Und darum haben diese Veranstaltungen selbst, das ist das Pickerl, DFB-Pickerl, so wie es für den Ort, der am Ende des Tages eine Fortbildung nachweisen muss, eine gewisse Qualitätsstandard, dass also diese weniger kann oder zulaufen. Auch das geht nicht im Endeffekt, da steht Pipeline News Novartis, da steht Pharma, da sieht man klar und deutlich, dass das Fortbildungen von Pharmafirmen sind, wo sozusagen die Firma den Vorrang hat und nicht das, was dahinter steckt, nämlich das medizinische Wissen zu dieser Geschichte. Oder die Antikorrelationsakademie, Pharmaunternehmen tritt in der Publikation als ärztlicher Fortbildungsanbieter an. Das darf nicht. Da muss ein Arzt dahinter stecken, da muss die ärztliche Organisation dahinter stecken. Das wird bei uns nicht approbiert. Das wissen die Approbatoren. Falls es aufkommt, das kann man auch wieder immer drauf schauen, wird das sozusagen wegkommen wieder, und ein Approbator, der sowas bewilligt hätte, bekommt von mir einen netten Brief, dass er wieder mal bewusst ist, welche Pflichten und Verantwortungen er hat. Das ist zum Beispiel Hüftzyklose 2017, das ist da bei uns passiert, in Linz im Endeffekt, wo es einfach nur um ein Hüftimplantat, um eine einzige Sorte gegangen ist, nicht um eine breite Sorte gegangen ist. Ja. Da hat es auch geheißen, okay, das geht nicht, das soll ein Medizintechnikunternehmen können im Rahmen eines DFB-Veranstalters Sponsor sein, aber nicht in dieser Art und Weise auftreten. Diese Produktschulung oder Produktwerbung sozusagen ist nicht der DFB. Mindestens anzuführen sind ein Programm ärztliche Fortbildungsanbieter, der zeitliche Umfang, die Autoren der Vorlagen, die detaillierte Themen, Inhalte, der Status der DFB-Applikation, die Sponsoren. So schaut ein schönes Programm aus im Endeffekt, wo sozusagen das, was Anstalt ist, der Tagesschule, das Sekretariat, die Referentenliste, und wir danken unseren Sponsoren, die sind sozusagen auf der Rückseite. Sowas ist ein Programm, das sozusagen zu approbieren ist. Da haben wir wieder ein Logo, da haben wir Philips in ihr Anwendertreffen, das ist eine eindeutige Produktschulung im Endeffekt. Ja. Das kriegt nicht diese Punkte, das ist ganz, ganz klar. Da können die Kolleginnen und Kollegen hingehen, aber sie kriegen keinen Punkt dafür, für ihre Fortbildungssystematik. Schauen Sie an, wir haben Maximum 2016 26.032 Einzelveranstaltungen auf unserem DFB-Kalender gehabt, die nach dieser Systematik
apportiert wurden, jetzt ein bisschen weniger, weil 2016 haben wir sozusagen unsere Fortbildung glaubhaft machen müssen, also beweisen, da hat man gesehen, dass es ein Peak ist, aber es ist auch 2017 nicht sehr viel weniger passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Wille der Fortbildung ist so groß in den Ärzten und das ist auch in die Köpfe, in die letzten Köpfe hineingekommen, dass man, wenn man es nicht tut, ein bisschen ein Problem bekommt. Und insgesamt haben wir seit 2008 20 Millionen Fortbildungspunkte in unserem System sozusagen gespeichert. Das kann man sich auf Jahre umrechnen, das ist ziemlich lang, wo ein einzelner Arzt eine Fortbildung haben hätte müssen. Und ich glaube, es passiert stetig, dass diese Punkte doch in einer klaren, deutlichen Weise ansteigen. Das ist unser Kontakt. Sie können in die Akademie einsteigen, Sie können unseren Fortbildungskalender anstellen. Wir versuchen wirklich mit aller Kraft die Transparenz hineinzubekommen, dass das qualitätsgesichert ist, dass man darauf schaut, dass kein Missbrauch mehr passiert, dass man nicht hundertprozentig vermeiden kann, das ist ganz klar, dass man in manche Köpfe, das man hineinbringen muss, was noch zu tun ist, das ist auch klar, aber wie gesagt, das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der sich einfach seitdem ich bin 26 Jahre, seit 29 im Beruf, wo noch ganz andere Meinungen zu dieser Thematik waren und es ist halt einfach so, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist. Nichtsdestotrotz möchte ich auch dazu sagen, man tut manchmal jetzt wieder das andere ausschlagen im Endeffekt, das ist halt in einer Pendelbewegung, dass da auch wieder eigentlich viel, man das mit dem Erlebnischarakter dazu hat, wo ich sage, okay, wo ist das im Endeffekt? Ich glaube, das sollte man sich wieder ein bisschen einpendeln im Endeffekt und ich glaube, das ist in einer Pendelbewegung wieder so, dass man sich dann wieder mal holt, weil ich glaube, dass der Missbrauch ein sehr geringer geworden ist, weil es auch den Kolleginnen und Kollegen klar ist, dass das nicht passt und auch den Pharmafirmen klar ist, dass es nicht passt in dieser Art und Weise und ich glaube, da haben wir uns so gefunden, dass wir diesen Weg gehen, dass manchmal passieren kann, dass nicht so umgesetzt wird, das ist klar. Ich danke für die Aufmerksamkeit.